The Mighty Brain präsentiert. Der Ring aus Feuer, das Uhrwerk der Apokalypse, Extended Edition. Rund um den Pazifischen Ozean erstreckt sich ein geologisches Phänomen von monumentalem Ausmaß, der sogenannte Ring of Fire. Dieser Ring, der in Wahrheit ein hufeisenförmiger Vulkangürtel ist, beherbergt rund 200 Vulkane, der teilweise aus einzelnen Vulkanen besteht und teilweise aus Vulkanfeldern. Er ist eine der aktivsten und komplexesten geotektonischen Regionen der Welt. Die gigantischen tektonischen Platten, die hier aufeinandertreffen, erzeugen enorme Spannungen. Diese entladen sich in Form von Erdbeben, tektonischen Verschiebungen und vulkanischer Aktivität. Aber was, wenn dieser Ring mehr ist als nur eine geologische Besonderheit? Was, wenn er eine Funktion hat, die über das rein physikalische hinausgeht? Eine Art natürliches Uhrwerk, das sich in rhythmischen Takten bewegt? Ein System, das nicht nur Magma freisetzt, sondern etwas weitaus Tieferes, Ursprünglicheres. Wissenschaftlich betrachtet ist der Ring of Fire ein Produkt der Subduktion. Ozeanische Platten schieben sich unter kontinentale Platten und schmelzen im Erdmantel. Das aufsteigende Magma bricht dann durch die Erdkruste und bildet Vulkane. Doch die Verteilung dieser Vulkane, ihre Positionierung entlang einer nahezu perfekten Schleife um den Pazifik, ist auffällig geordnet. Fast so, als hätten sie eine tiefere, vielleicht sogar bewusste Struktur. Kapitel 2: Die vulkanische Uhr, das Geheimnis des Zyklus. In den letzten Jahren haben Forscher bemerkt, dass sich Vulkanausbrüche rund um den Ring of Fire häufig in zyklischen Mustern ereignen. Die seismische Energie scheint sich entlang der tektonischen Linien im Uhrzeigersinn weiter zu bewegen. Es beginnt häufig in Mittel- und Südamerika, zieht sich über den Südpazifik nach Asien, bewegt sich weiter nach Russland, über Alaska und die Westküste Nordamerikas zurück nach Südamerika. Jeder Ausbruch scheint Teil einer Abfolge zu sein, als würde ein unsichtbarer Zeiger über ein vulkanisches Ziffernblatt wandern. Diese Erkenntnis verändert das Verständnis von Vulkanausbrüchen fundamental. Statt chaotischer, isolierter Ereignisse erscheinen sie als zusammenhängende Kette. Ein Ereignis scheint das nächste zu beeinflussen. Seismische Impulse, die entlang der pazifischen Plattengrenzen wandern, könnten dabei als Auslöser dienen. Das Gestein wird durch vorherige Beben geschwächt, die Druckverhältnisse verändern sich und ein Vulkan nach dem anderen beginnt zu erwachen. Diese Vorstellung einer vulkanischen Uhr bringt eine neue Ordnung in das scheinbare Chaos. Sie stellt eine tektonische Logik her, die bislang unbemerkt geblieben war. Und sie wirft eine Frage auf. Wohin bewegt sich der Zeiger als nächstes? Kapitel 3: Yellowstone, das Zentrum des Rings. Geografisch betrachtet liegt der Yellowstone-Supervulkan nicht direkt am Ring of Fire. Doch symbolisch bildet er dessen Mitte. Wie der Mittelpunkt eines Uhrwerks liegt er im Zentrum eines riesigen seismischen Kreislaufs. Yellowstone ist kein gewöhnlicher Vulkan, er ist ein Supervulkan. Ein schlafender Koloss mit einer Magmakammer, die sich über hunderte Kilometer erstreckt. Würde Yellowstone ausbrechen, wäre es kein regionales, sondern ein globales Ereignis. Die letzten großen Ausbrüche dieses Vulkans fanden vor über 600.000 Jahren statt. Doch auch heute zeigt der Yellowstone Anomalien, Bodenerhebungen, Erhitzung hydrothermaler Quellen, Mikrobeben. Die Erde lebt und sie atmet. Was, wenn der Ring of Fire eine Art Antrieb ist? Und Yellowstone der Endpunkt? Stellen wir uns den Ring of Fire als eine Uhr vor, dann ist Yellowstone das Zentrum, in dem sich alle Energien sammeln. Vielleicht ist es der Ort, an dem sich alle Spannungen treffen. Und vielleicht ist es auch das Tor, das sich als letztes öffnet. Kapitel 4: Die gefallenen Engel. Mythos als Metapher. In den apokryphen Schriften des Buchs Henoch und den biblischen Briefen des Petrus und Judas ist die Rede von gefallenen Engeln.
Wesen, die sich gegen den Himmel auflehnten und in die Tiefe der Erde geworfen wurden. Ihre Zahl? 200. Sie wurden in Abgründe gebannt, in Ketten der Finsternis. In der Geologie spricht man von rund 200 kartierten Vulkanen entlang des Rings. Oder steckt dahinter eine symbolische Struktur? Was, wenn jeder dieser Vulkane ein Siegel ist, eine Art Gefängnis, in dem ein uraltes Wesen gebunden liegt? Jeder Ausbruch wäre dann nicht nur ein geologisches, sondern ein metaphysisches Ereignis. Die Erde öffnet ihre Wunde und etwas Altes, Verbanntes steigt auf. Der Rauch, das Beben, das Feuer, alles wären Manifestationen eines sich lösenden Siegels. Und wenn 199 dieser Siegel gebrochen sind, wenn nur noch eines bleibt, wäre es Yellowstone. Kapitel 5 – Die Zeichen der Zeit. Was die Welt uns sagt. Alte Prophezeiungen sprechen davon, dass in den letzten Tagen große Erdbeben, Feuer und Rauch die Erde erschüttern werden. Die Offenbarung des Johannes nennt Blitze, Donner, Rauch und ein Erdbeben, wie es nie zuvor gewesen ist. In der Joel-Prophetie heißt es, dass Menschen Träume und Visionen haben werden. Und weltweit berichten Menschen von seltsamen Träumen, intensiven Vorahnungen und spirituellem Erwachen. Gleichzeitig zeigen sich auch physikalische Anomalien, Tiere, die sich vor Erdbeben auffällig verhalten. Das Magnetfeld der Erde, das sich plötzlich verändert. Zunahme kosmischer Strahlung, die die Erdkerntemperatur beeinflussen könnte. Plötzliche Veränderungen in der Atmosphäre, in seismischen Wellen, in geothermischer Aktivität. Vielleicht sind es die Zeichen der Erde. Vielleicht ist es ein Ruf. Oder ein Countdown. Folgt man dem Uhrzeigersinn der letzten Eruptionen, dann bewegt sich der seismische Impuls derzeit in Richtung Nordamerika. Mount Rainier, Mount St. Helens, der pazifische Nordwesten. Und dann Yellowstone. Die Offenbarung spricht von einem gefallenen Stern, der zur Erde kommt und den Schlüssel zum Abgrund erhält. Er öffnet ihn und Rauch steigt auf, wie aus einem gigantischen Ofen. Aus diesem Rauch steigen Wesen auf. Der Engel über diesen Wesen heißt Abaddon, der Zerstörer. Die Parallele zu einem Supervulkanausbruch ist frappierend. Rauch, Finsternis, eine plötzliche Eröffnung. Was, wenn diese Verse keine reine Symbolik sind? Was, wenn sie auf reale, tektonische Ereignisse hinweisen? Wenn Yellowstone ausbricht, wäre das nicht nur ein physisches Ereignis. Es wäre ein Bruch im Gleichgewicht. Der Ring wäre vollständig aktiviert. Die Uhr hätte ihren letzten Schlag vollzogen. Aus spiritueller Sicht könnte der Ring of Fire ein Gefängnis sein. Die Vulkane wären nicht einfach nur Berge, sondern Tore, Verschlüsse einer tieferen Welt. Orte, an denen Energie gebannt ist, an denen Bewusstsein gefangen gehalten wird. In vielen alten Kulturen galten Vulkane als heilig, als Wohnorte von Göttern oder Dämonen. In Hawaii zum Beispiel wird der Vulkan Kilauea mit der Feuergöttin Pele verbunden. In Japan der Fuji mit Shinto-Geistern. Vielleicht hatten diese Kulturen recht, vielleicht ist jeder Vulkan eine Zelle in einem weltumspannenden Gefängnis. Und wenn die Zellen nacheinander aufbrechen, wenn Feuer und Rauch steigen, dann ist das nicht nur Geologie. Dann ist das Befreiung. Die heutige Wissenschaft kann vieles erklären. Und dennoch bleiben Fragen offen. Warum gerade jetzt diese Zunahme an seismischer Aktivität? Warum diese auffällige Ordnung? Warum die Überlappung mit uralten Prophezeiungen? Vielleicht bewegen wir uns auf eine Schwelle zu. Einen Punkt, an dem sich Wissenschaft und Mythos, Physik und Spiritualität, Materie und Geist berühren. Einen Moment, in dem der Vorhang sich hebt und wir erkennen, dass die Welt mehr ist als eine Kugel aus Gestein. Der Ring of Fire spricht zu uns. Mit jeder Eruption, mit jedem Beben. Er sagt, die Uhr tickt. Yellowstone schläft. Aber er lauscht.
Er spürt jede Bewegung am Rand des Rings, jedes Zittern, jedes Feuer, das sich erhebt. Und vielleicht wartet er auf den letzten Impuls, den letzten Schlag. Wenn dieser kommt, öffnet sich vielleicht nicht nur die Erde, sondern auch der Himmel und die Hölle. Vielleicht ist es dann soweit, das letzte Siegel zerbricht und die Zeit, wie wir sie kennen, endet. Der Ring ist geschlossen, der Zyklus vollendet. Und was aus der Tiefe steigt, ist älter als jedes Gebirge. Und vielleicht war alles, was wir bisher gesehen haben, nur der Anfang. Im Laufe der Jahrtausende, lange vor der Sprache der Seismologie oder Plattentektonik, erzählten alte Kulturen Geschichten von Feuer, Chaos und Welten unter unseren Füßen. Diese Mythen, die über Kontinente verstreut sind, spiegeln die gleichen Themen wider: gefangene Götter oder Dämonen und eine ultimative Abrechnung, die die Realität selbst neu gestalten würde. In der polynesischen Legende wohnt die Göttin Pele im Kilauea. Ihr Zorn bricht in Flüssen geschmolzenen Gesteins aus. Sie ist sowohl Schöpferin als auch Zerstörerin, eine Kraft, deren Erwachen dramatische Veränderungen ankündigt. Das Land bebt, der Himmel verdunkelt sich, und ihr feuriger Tanz wird als Zeichen dafür gesehen, dass die Grenzen zwischen den Welten dünn sind. Reist man zu den nordischen Sagen, findet man Surtur, den Riesen mit dem flammenden Schwert, der dazu bestimmt ist, sich in Ragnarök, dem Ende aller Dinge, aus der Unterwelt zu befreien. Surturs Feuer verschlingt die Welt und spiegelt die apokalyptischen Visionen vulkanischer Katastrophen wider, bei denen Erde und Himmel von Flammen verzehrt werden. In Japan ist der Berg Fuji nicht nur ein Berg, sondern ein Tor. Legenden sprechen von Geistern und Göttern, die darunter versiegelt sind, deren Macht durch Rituale und Respekt in Schach gehalten wird. Ein Ausbruch ist nicht bloße Geologie, es ist das Entsiegeln eines Gefängnisses, eine Warnung, dass das Gleichgewicht sich verschiebt. Die mesoamerikanische Mythologie erzählt von Xibalba, der Maya-Unterwelt, die durch Höhlen und feurige Spalten betreten wird. Hier wohnen Götter und Monster, und die Erde selbst ist lebendig mit ruhelosen Geistern. Die Azteken glaubten an eine zyklische Welt, die durch Feuer und bebende Erde zerstört und wiedergeboren wurde. Selbst im antiken Mittelmeerraum sprachen die Griechen von Typhon, einer monströsen Kraft, die unter dem Ätna begraben liegt. Wenn der Riese sich rührt, brüllt der Vulkan, ein Mythos, der seismischer Unruhe Bewusstsein und Absicht zuschreibt. Diese Geschichten, durch Ozeane und Jahrhunderte getrennt, konvergieren auf denselben Motiven: Ringe oder Ketten aus Feuer, Kräfte, die unter der Erde versiegelt sind, und Katastrophen, die das Ende eines Zeitalters und den Beginn eines neuen markieren. Sind dies einfach Metaphern, oder spürten unsere Vorfahren eine tiefere Wahrheit in den Rhythmen des Landes? Der Feuerring mit seinen 200 Vulkanen und seinen zyklischen Erweckungen wird mehr als nur eine geologische Besonderheit. Er ist das moderne Echo alter Ängste und Prophezeiungen, ein lebendiger Mythos, der sich in Asche und Flammen wiederholt. Vielleicht entdeckt die Wissenschaft, während sie die Muster der Erde entschlüsselt, nicht nur physikalische Prozesse, sondern genau die Geschichten, die Menschen schon immer erzählt haben. Von Anfängen, Enden und den Feuern, die sie miteinander verbinden.